Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Marco. Es geht weiter mit Star Trek. Ja, wir haben ein bisschen was für euch. Die nächsten 3 Modelle, die Mid-Size-Modelle der ersten Produktwelle. Jawohl. Und wir haben uns gedacht, wir stellen sie euch so ein bisschen in einer chronologisch korrekten Reihenfolge vor. Genau. Das heißt, wir sollten in der Mitte anfangen, oder? Ja, das machen wir doch. Ja, dann bringen wir die beiden anderen gerade mal aus dem Weg. So, das ist eine Enterprise. Oh ja. NCC 1701A. Wann sieht man die zuerst? Das erste Mal sieht man die in Star Trek 5 eigentlich erst. Ja. Ist es nicht das Ende von Star Trek 4, wo sie zum ersten Mal das neue Schiff sehen? Da wird sie da wird sie einmal kurz gezeigt. Genau. Okay, ich dachte jetzt, du meinst im Sinne von, wann taucht, also so der Film, wo sie dann wirklich... Ja, der Film, ja, okay, gut. Ja. Ja, wenn man danach geht, genau, dann sieht man sie als erstes in Star Trek 4, ganz am Ende. Ganz am Ende, wo sie die neu gebaute Enterprise Genau. bekommen. Genau. Also wir haben hier ein Mid-Size-Modell. Wir haben hier schon gut 500 Teile, 504. Und wir haben jetzt auch durchaus ein paar mehr Prints. Genau, den Karton kannst du auch mal zeigen. Den wollte ich euch nämlich nicht vorenthalten. Ein sehr schöner Karton, wieder in dem Gelb, wie wir es kennen. Ja, mit Und dem hier oben Captain Kirk. Captain Kirk, aber der Film Kirk. Der Film Kirk. Der etwas Und hier ältere. steht es nämlich, deswegen habe ich das auch gesagt, hier oben steht nämlich The Final Frontier auf der Verpackung. Das stimmt auch, das ist in dem Film fliegt sie groß Genau. durchs Weltall. Aber am Ende von Teil 4 Sieht man sie schon. kriegt man sie, also wird sie zum ersten Mal gezeigt. Ja. Richtig. Jawohl. So, wo haben wir denn überall Prints? Wir haben hier Prints. Ja. Wir haben hier unten diese eine Reihe mit Diese Fenster. diese Fenster. Ja. Finde ich halt irgendwie lustig, dass sie da diese Fenster, diese paar Fenster in der Aber Hülle die haben. sind auch sehr präsent. Also wenn man Ja. sich so das Modell im Film anguckt. Wir haben hier nochmal die Typbezeichnung. Und wir haben sie natürlich in ganz groß hier auf der Oh ja. Untertasse. Sehr schöner Print, schwarz mit rotem Rand, über 2 Bricks. Wir haben einen, ich glaube, 1x6er und einen 1x8er. Genau. Ich habe jetzt noch nicht in die Packung reingeschaut, ob die zusammengesetzt sind oder ob sie irgendwie, ich vermute, dass sie zusammengesetzt bedruckt werden, weil das ja wirklich perfekt aufeinander passt. Ja, aber wenn ich mich richtig erinnere, kommen sie nicht zusammengebaut. Okay, ja, dann wurden sie vielleicht für den Druck zusammengebaut und anschließend wieder auseinandergenommen. Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall klasse aus. Noch ein Print natürlich hier. Ja. Da wird das typische auch schon größer. Stehen da die Maße dabei, die Länge? Ja, das Schiff hat eine Länge von 304,8 Meter. Richtig, das ist ein paar Meter länger als die Serien-Enterprise. Und das ist ja interessant, weil während das Schiff neu gebaut wird, quasi während Star Trek, dem 4. Kinofilm, ist ein baugleiches Schiff ja nichts anderes als die überarbeitete, modernisierte Serien-Enterprise. Sie bekommt andere Warp-Gondeln, der Rumpf sieht ein bisschen anders aus und sie wird dabei ein paar Meter länger. Das weiß ich nämlich noch. Ja, Also man könnte auch sagen, es ist die Refit, aber da hier die A steht, genau. haben wir schon mal erklärt, das haben wir gemacht, damit man sie besser von der Serien-Enterprise in Sachen Produktnummer unterscheiden kann. So, der Stand hier entspricht dem Sternflottensymbol, wie du es hier trägst. Ja, das ist halt das Symbol, was früher zu dem Zeitpunkt von der Sternflotte benutzt wurde. Die Setnummer ist die 104180, 504 Teile für 27,95 €. 34,5 cm lang, 15 cm breit, 16 cm hoch. Ich würde sagen, guter Durchschnitt in der Baukomplexität. Und ich zähle gerade nochmal die Prints. Wir haben hier 4, haben 8, 10. Ich zähle 13 Prints, wenn ich mich nicht täusche. Das ist schon ziemlich Das ist viel. cool. Ja, ich mag auch diese Farbe, dieses helle Blau, dieses, weiß gar nicht, wie der Farbton heißt. Hier oben siehst du es auch, so ein Azurton, Genau. der halt schön zu diesem bläulichen Leuchten der Warp-Gondeln passt. Gefällt mir sehr gut. Was wäre dann jetzt chronologisch das nächste? Das, was du da gerade reinschiebst, passt schon. Die nächste Enterprise. So, Genau.
Und diese Enterprise hast du aufgebaut. Richtig. Darauf erstmal einmal Earl Grey. Darauf erstmal ein Earl Grey heiß, eine Tasse, genau. Genau, die habe ich aufgebaut. Ja, und wie war das Bauerlebnis für dich so? Ein sehr angenehmes Set. Also da kann man wirklich eigentlich nicht groß meckern. Ja, das ist doch gut. Die Bauanleitung ist absolut unproblematisch. Man kennt das, die Bauschritte, die vorher kommen, werden ausgegraut. Die Prints sind eigentlich in jeder Tüte gut zu finden. Werden die vorherigen Bauschritte ausgegraut oder sind die Farben noch da? Es wird nur verblasst. Das Ja, also so es wird verblasst. Ja, genau, richtig. Es wird verblasst. Ich meine, ausgegraut stimmt in dem Fall, weil hier das meiste ist halt es in ist Light halt das Blue meiste Gray. Grau, von daher ja. Richtig, genau. Es gibt ja manchmal auch, es gab es halt unter den ersten Videos auch so Kommentare wie, aber die Enterprise ist doch weiß, gerade die erste Enterprise sei doch weiß. Das hängt aber immer davon ab, wie die Filmmodelle beleuchtet wurden. Und unser Lizenzgeber sagt, die sind hellgrau. Und wenn der Lizenzgeber sagt, die sind aber hellgrau, dann sind sie es, dann hat er recht. Weil die müssen es wissen, die kennen die Original Die haben die Studiomodelle. Requisiten, die haben, ja, genau. Die haben Dokumentationen und so. Sehr, sehr geil. Ich finde diese Prints hier herrlich. Ja. Diese 3 Reihen hier mit dem silbrig glänzend und den schwarzen Fenstern. Dann haben wir hier natürlich die USS Enterprise NCC 1701D. Hinten auf den Warp-Gondeln nochmal. Auch sehr schön, jawohl. Mit dem Sternenflotten. Das sind 1x6 Fliesen, 2 Stück. Sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir. Hier vorne auch angedeutet diese spezielle, wie heißt das, Deflektorschüssel? Genau, ne? der Deflektor. In dieser ovalen Form. Das ist, glaube ich, der Impulsantrieb, oder? Ja, einer davon. Einer. Weil die kann ja in der Serie die Untertassensektion abtrennen. Ja. Also braucht sie hier einen Impulsantrieb und an der Untertassensektion. Das ist der Impulsantrieb für die, wie heißt das, Kampfsektion, für den unteren Teil. Und hier unten sieht man, also hier, das ist dann jeweils der Impulsantrieb für die Untertasse. Du, blöd gefragt, die Untertassensektion, die hat ja keine Warp-Gondeln, die kann dann auch nicht in Warp gehen, oder? Also die Idee ist eigentlich, dass die Untertasse halt abgetrennt wird und man dann mit der Kampfsektion halt in den Kampf zieht. Weil in der Untertasse sind die ganzen Quartiere und so, also alles, was nicht wirklich, wie soll man das sagen, nicht wirklich wichtig für eine Grundfunktion des Schiffes ist und wo auch teilweise die Zivilisten an Bord sind. Ich kenne aber auch den Anblick, wenn die Enterprise feuert, die Enterprise D, dass dann hier irgendwie die Phaserbänke sind, aber die Kampfsektion hat eigene Phaserbänke. Also die Kampfkraft des Schiffs wird nicht geschmälert, wenn die Untertasse weg ist. Nein, eigentlich nicht. Okay. Und ich habe mich ja auch geirrt, da wurde ich auch schon korrigiert. Ich habe ja gesagt, das dauert einige Staffeln, bis die abgetrennt wird. Ihr habt völlig recht. Ich habe mich an die Pilotfolge nicht mehr erinnert. In der Pilotfolge wird es bereits, da muss Riker das ja dann irgendwie... Ja, ich glaube aber sowieso in der ersten Staffel wird es 1-2 Mal gemacht. Ist lang her, dass ich es zuletzt geschaut habe. Ich meine, man kann diese Untertasse, ich meine, es ist ein Noppenstein-Modell, natürlich kann man es abtrennen. Man kann alles abtrennen. Man kann alles abtrennen, indem man es auseinanderbaut. Das ist allerdings nicht dafür vorgesehen, dass man es abtrennt. Das ist auch bei unserem großen Displaymodell so nicht vorgesehen, denn es so abtrennbar zu machen, dass man es auch wieder stabil verbinden kann und dass die Trennlinie so aussieht, wie sie in den Serien auch aussieht. Das alles zusammen erfordert einen Maßstab, der noch über den da hinten hinausgehen würde. Der sprengt, glaube ich, alle Rahmen. Ja, und Stabilität ist halt auch wichtig. Und eine solche Sollbruchstelle, die ja im Film eine Sollbruchstelle ist, in der Serie, dann halt auch aus Noppenstein mit einzubauen, ist der Stabilität des Ganzen nicht förderlich. Ja, aber sehr nice. Die Enterprise NCC 1701D hat die Setnummer 104178, 521 Teile, also ganze 17 mehr als die Enterprise A. Kostet 34,95 €, ist 27 cm lang, 19,5 cm breit, wenn ich deine Schrift richtig lesen kann, und 12,5 cm hoch. Einen schicken Karton hat sie auch? Natürlich, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Ja.
Auch hier natürlich mit Captain Picard und hier nochmal mit The Next Generation in dem Rot gehalten, wie die Sachen von The Next Generation halt so gehalten sind. Ja. Ja. Und die Prints auf diesem Modell sind hier nochmal ein gutes Stück aufwendiger als bei der Enterprise A. Ja, weil gerade auf diese Rundung zu drucken, das ist nicht so einfach. Dann kommen wir noch zu unserem kubistischen Modell. Genau. Passend natürlich eigentlich zur D. Zur Enterprise D, ja. Nicht im Maßstab. Nein, das nicht. Die Enterprise D ist 27 cm lang. Wenn man das grob mal 4 bis 5 nimmt, um auf die 3 Kilometer Durchmesser des Kubus zu kommen. Die Enterprise D ist ja, steht da drauf, 642 Meter lang. Ne? Ja, dann sind wir bei 1,10 Meter, 1,20 Meter Kantenlänge für einen Borgwürfel. Und ein solches Set ist zwar bestimmt cool, aber wird dann auch zu teuer. Ja, der hat ja, also steht auch hier drauf, der hat eine Kantenlänge von 3000 Metern. Ja. Also, Richtig. wenn wir das im richtigen Maßstab bauen wollen, dann Jede Menge, kriegt ihr ein größeres Set. Jede Menge Greebling, Ja. wie man das unter AFOPs nennt, wenn man eine Oberfläche, gerade bei einem Raumschiff oder so, mit lauter kleinen Rohrleitungen, diesen Grills, diesen Gittern und Ähnlichem bedeckt, damit es schön Überall hier verwinkelt und technisch aussieht. diese Trans-Neon-Green-Farben im Modell. Ja, die so mit durchschimmern. Auch ein schönes Detail, fand ich ja sehr schön, ist hier hinten diese Halbkugel, die da so rausguckt, die man kennt aus Star Trek 8, wo ja der Borg-Kubus die Erde angreift und hinterher so eine Art Flugkapsel gestartet wird. In Form einer Sonde, so einer Sphäre. So eine Borgsphäre, eine kleine Borgsphäre, genau. Hier also auch noch schön angedeutet ist. Ja. Finde ich sehr schön. Ja, nett. Da haben wir nur den einen Print des Schildes. Genau. Und ich habe scherzhaft gesagt, das sieht ein bisschen aus wie ein QR-Code, ist aber bestimmt keiner. Es ist halt einfach eine Darstellung, eine Schnittdarstellung des Borg-Kubus. Ja. Ich mag das. Ich mag dieses Trans-Neon Green. Das ist eine total Ja, es ist auch überall so ein bisschen total alt coole, eingebaut, wie man es so aus der Serie coole Farbe. kennt. Ja. Sehr schön. Der Borg-Kubus hat die Setnummer 104179 für 39,95 €. 13 mal 13 mal 19,5 Zentimeter. Ich würde sagen, das ist absolut entspannt aufzubauen. Eine Packung hat er natürlich auch. Oh ja. Logisch. Auch hier Next Generation und Ja. Jean-Luc Picard, weil die Borg da das erste Mal auftauchen. Richtig. Wenn ich ihn jetzt nicht runterschmeiße. Aber mit einem grün leuchtenden Weltraumhintergrund passend zum Kubus. Zum Kollektiv, genau. Ja. Sehr nett. Ja, ich mag die Borg als Antagonisten. Ich auch. Weil sie sind nicht böse. Nee. Sie sind einfach, sie assimilieren. Sie nehmen andere Völker quasi in ihr Kollektiv auf. Aus ihrer Sicht ja auch zum Besten. Aus ihrer Sicht genau zum Besten, aus der Sicht der anderen Völker jetzt halt nicht. Ja, nicht so. Deswegen sind sie ein interessanter Gegenpart, finde ich. Es gibt sehr guten Stoff für viele tolle Film- und Serienepisoden. Jawohl. Ja, das sind die ersten 9 Modelle, die bei uns eingetroffen sind. Die 6 Mini-Modelle, die 6 Midi-Modelle, weitere werden noch dazukommen, bis wir schlussendlich eine aus 17 Modellen bestehende erste Produktwelle haben. Die beiden großen Display-Modelle kommen noch. Die Shuttles. Shuttles kommen noch, richtig. Und unsere 4 Gadgets, unsere 2 Phaser, der klingonische Dolch und der Kommunikator der klassischen Serie werden noch folgen. Ich bin schon sehr gespannt auf die zweite Produktwelle und die werden wir euch irgendwann auch vorstellen können. Wenn es soweit ist, Oh ja. werdet ihr es erfahren. Jawohl. Ja, und für heute war es das damit aus dem Noppenstein-Studio. Ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Bald gibt es noch mehr.
viel Spaß beim Bauen wünschen wir euch. Ach, ich finde das toll, dass diese Fensterreihe hier dabei ist. Ja, die Fensterreihe ist einfach großartig. Ja. Man sieht sie ja besonders gut in dieser einen Szene in Teil 2, wo dieser eine Phaserschuss so richtig fies an dieser, da so entlang geht. Am Hals so richtig, oder so kurz da drunter, so am Ansatz. Genau, als wollte da jemand Kahn drauf unterschreiben. So ungefähr. Ja, er wusste, wo er hinfeuern muss. Ja.